Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um den Aufstieg auf den Mount Rinjani. Das Ganze ging 3 Tage und 2 Nächte, also wir haben auch auf dem Berg übernachtet. Ich habe das hier über mein Hostel gebucht vor Ort. Das Ganze wurde auch über WhatsApp organisiert, also es war echt verrückt, aber es hat alles funktioniert. Am Vorabend gab es dann so ein Briefing, wo ich auch meine Gruppe kennengelernt habe. Und ich konnte mir noch eine lange Hose und Handschuhe mieten, was später echt hilfreich wurde. Ich würde sagen, genug geschnackt, wir starten rein in die Tage. Viel Spaß, let's go! Ja, guten Morgen. Heute geht's auf den Mount Rinjani. Erster Tag heute, ich habe auch schon alles gepackt. Hier mein Backpack, den nehme ich mit auf den Berg. Der ist auch übel dick und schwer, aber da zeige ich später, was drin ist. Dann habe ich noch meinen großen Backpack, den lassen wir hier unten. Dann gab es Frühstück, es gab noch einen kurzen Medical Check und danach haben wir uns in den Gruppen getroffen und sind zum Starting Point gefahren. Ja, es geht jetzt los, wir sind den Weg gestartet. Wir sind hier eine Gruppe von knapp 14 Leuten, ist auch ein bisschen gemixt, also sind ein paar Deutsche dabei, Österreicher, Franzosen von den Netherlands, also Niederlande und 2 Chinesen auch noch, und dann haben wir noch unsere 2 Guides von Indonesien natürlich, und wird bestimmt ein guter Aufstieg. Wir haben jetzt ungefähr so 5 Stunden Aufstieg vor uns. You're inside now. Now? So, wir sind jetzt beim Lunchpoint angekommen. Wir sind jetzt ungefähr so 1,5 bis 2 Stunden unterwegs. War jetzt ein relativ anstrengender Einstieg, weil die ziemlich schnell laufen. Ich war so hungrig, ich habe komplett vergessen, das Essen abzufilmen. Nur noch am Ende so ein bisschen. Aber ich muss mir trotzdem noch ein paar Snacks kaufen, weil die Mahlzeiten hier, die sind einfach zu klein für mich, ne? Position 3. Position 4. Geschafft. Ja, das war ein brutaler Aufstieg jetzt. Ich bin jetzt schon komplett dreckig. Die letzten Meter vom Camp. So, wir sind jetzt in unserem Zelt und haben den ersten Aufstieg hinter uns. Tag 1 ist fast rum. Ich wollte jetzt mal ein bisschen erklären, was ich so eingepackt habe, was ich so dabei habe und wie der Plan für morgen ist. Also erstmal komplett dreckig hier, aber ja, wir haben nicht wirklich hier was zum Saubermachen. Also ich habe meine Drohne tatsächlich mitgenommen, die kann ich auch fliegen, wenn es nicht zu windig ist. Dann habe ich Handschuhe gemietet quasi. Dann brauche ich noch die Headlampe, weil wir werden morgen früh um 2 Uhr in der Nacht loslaufen. Hoch zum Summit, nochmal 3 Stunden, damit wir dann oben beim Sunrise, also zum Sonnenaufgang, da sind. Dann noch Raining Jacket, die habe ich sowieso. Dann habe ich noch verschiedene Kleidung. Genau, und jetzt gibt es gleich noch Dinner. Und dann essen wir und dann gehen wir eigentlich alle schon schlafen. Ich glaube, wir sind auch alle ziemlich platt. Wir sehen uns dann um 2 Uhr morgens, wenn es hoch zum Summit geht. In diesem Sinne, gute Nacht und Lights out. Oh, der zweite Tag beginnt. Die Nacht war überhaupt nicht geil. Ich habe, glaube ich, nur 2-3 Stunden geschlafen. Es geht dann gleich hoch auf den Summit. Das sind knapp 3700 Höhenmeter. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das der zweithöchste Vulkan in Indonesien. Okay, es geht los.
im Dunkeln unter dem Sternenhimmel. Ziemlich genau 3 Stunden, 45, wir sind fast am Summit. High five. Good job. Ein unglaublicher Aufstieg und jetzt gibt es den Sonnenaufgang. Man kann jetzt hier den ganzen Weg sehen, weil das war wirklich mit Abstand der brutalste Weg hier. Extrem rutschig, extrem loose. Okay, jetzt geht's wieder runter. Wir sind zurück im Basecamp. Jetzt heißt es erstmal Frühstück. Pancakes mit Toast. Okay, wir brechen jetzt auf vom Camp. Es geht jetzt weiter im Programm. Es ist quasi noch nicht vorbei. Wir haben jetzt 10 Uhr und wir laufen jetzt quasi runter zu diesem Lake. Da sind dann Hot Springs. Da haben wir dann wieder Pause. Ich bin wirklich extrem müde und extrem erschöpft. War ein brutaler Aufstieg und jetzt haben wir noch quasi noch mal den ganzen Tag vor uns. Okay, ich bin gerade beim Lake angekommen. Mir tut alles weh. Es ist hier ein bisschen zugezogen, aber es ist nicht schlimm. Dadurch ist es auch ein bisschen kühler. Okay, wir brechen jetzt auf vom Lake. Wir hatten hier gerade Lunch. Und jetzt geht es nochmal knapp einen 3 Stunden Weg hoch. Nochmal 600 Höhenmeter. Okay, der Easy Part ist vorbei. Jetzt geht's nach oben. Da sind die Treppen. Die letzten Treppen. Ich hatte am Ende nochmal so einen richtigen Energieschub, ich weiß gar nicht, wo es herkam, aber brutal. Brutaler Tag heute. Ja, das ist unser Camp für heute Nacht. Echt brutal kalt, aber wir hatten im Hintergrund einen schönen Sonnenuntergang. Okay, wir haben jetzt unser letztes Dinner. Okay, so für heute nochmal ein kleines Fazit. Also wir haben den Summit bestiegen, das waren 1100 Höhenmeter und dann sind wir runter zum Lake und nochmal hoch. Ich glaube, das waren auch nochmal 600 Höhenmeter. Also hat gut reingeknallt. Insgesamt sind wir ungefähr 10 Stunden gelaufen heute in der Gruppe und wirklich den ganzen Tag gelaufen. Schwierige Tracks, aber alles gut. Ich glaube, ich sehe komplett fertig aus mit der Welt. Bin ich auch tatsächlich. Deswegen geht's jetzt schlafen. Also, gute Nacht. Guten Morgen, es ist Tag 3. Es ist übel windig. Ja, das Zelt ist komplett kaputt. Und hier,
Alles komplett eingestaubt. Mein Mate und ich. Okay, wir brechen auf. Run! Die rennen hier einfach den Deck runter. Ist impressive. Ja, wir haben es geschafft, wir sind unten angekommen. Mir tut alles weh, meine Beine, meine Füße, besonders meine Füße. Mich graut schon davor, die Socken auszuziehen. Ja, ich glaube, die ganze Gruppe ist an die komplette Belastungsgrenze gegangen. Jeder ist ans Limit gegangen. Aber wir haben es geschafft und es war eine unglaubliche Erfahrung. Ja, wir haben es jetzt ungefähr 3 Tage nach dem Trip und meine Füße tun brutal weh. Ich kann kaum laufen, aber es hat sich sowas von gelohnt. Für den Trip habe ich ungefähr 1,8 Millionen Rupia bezahlt. Das entspricht ungefähr 100 Euro. Das ist auf jeden Fall billiger, wenn man es hier vor Ort bucht. Also wenn du den Trip machen willst, versuch's vor Ort zu buchen, weil online über Get Your Guide zum Beispiel ist das auf jeden Fall teurer. Wenn dir das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen auf dem Video und subscribe meinen Channel. Das würde mich sehr unterstützen. Ansonsten sage ich, wir sehen uns im nächsten Video. Schmidi, bleibt on Tour.